Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch aus diesem Moment heraus die Weisheit zuteil werden zu lassen, die in euch ruht, die aus euch spricht. Die Themen, die wir heute besprechen möchten, beleuchten möchten, aus der höchsten Perspektive zu euch bringen möchten, ist zum einen die Einflüsse des Äußeren zu betrachten als göttliche Essenz, die sich ausdrückt auf so vielfältige, wunderbare Weise. Und hiermit möchten wir beginnen. Alles, was euch bewegt, ist das, was euch belebt. Um euch lebendig zu fühlen, erschafft ihr verschiedene Umstände in eurem Leben. Alles, was an Umständen euer Leben beeinflusst, führt dazu, dass ihr euch lebendig fühlt. Ihr seid nicht auf der Erde, um euch als statisches Sein zu erleben. Ihr seid auf der Erde, um das dynamische Sein in Form zu genießen. Euer statisch-dynamisches göttliches Sein in Form ist, was ihr auf der Erde gewählt habt, zu durchwandeln, zu durchsteigen, zu ergründen, zu erleben. Alles, was um euch herum geschieht, ist ein Angebot, euch zu verzwirbeln, anzuhaften und eure Existenz mit dem kleinen Sein zu verwechseln, zu begrenzen. Oder euch daran zu erinnern, was ihr wirklich seid und all das, was ist, in seiner Vollkommenheit zu erkennen. Ich muss nicht wissen, wofür dies gut ist, doch ich weiß, dass es die Liebe in sich trägt und mich auf meinem Weg unterstützt. So widersinnig dies für den Verstand hier und da zu sein scheint, so klar ist es doch aus der höchsten Perspektive. Nicht alles, was euch gegeben ist dazu bestimmt, auf ewig zu bleiben. Je mehr ihr dies annehmen könnt, desto leichter könnt ihr zwischen diesseits und jenseits hin und her fühlen, desto leichter könnt ihr euer Leben mit Freude und Genuss erleben, desto leichter könnt ihr all das, was geschieht, als Abenteuer nehmen, dankbar annehmen, dankbar integrieren, die Möglichkeiten, die gegeben sind, die ihr wählen könnt, jedoch nicht wählen müsst. Je größer der Einschnitt in euer Leben oder die Folge von dem, was droht zu geschehen, je größer die Auswirkungen auf euer Leben und das nicht mehr so bleiben, wie es ist, je größer die Beeinträchtigung, desto größer die Verlockung, sich auf irdische Weise zu verstricken. Das tiefste Anliegen, das ihr habt hier auf der Erde, ist das euch selbst erkennen in jeder Form.
das euch selbst entgrenzen in jeder Begrenzung. Konkret gesprochen bedeutet dies, dass euer Anliegen hier auf der Erde, in diesem Kontext und dieser Dimension, das Durchbrechen, das Transzendieren dieser Dimension ist. Jede Dimensionalität ist nur genauso begrenzt, wie ihr sie für real, für wichtig, für primär haltet. Jede Dimensionalität löst sich auf in eurem Wissen um das, was ihr seid. Konkret nun also gesprochen, bedeutet dies für euer Leben, dass die großen Beeinträchtigungen durch euer kleines Sein versucht werden können zu wandeln oder durch euer großes Sein integriert, transformiert und transzendiert werden können. Nehmt also etwas, wo ihr keinen Einfluss drauf habt und doch einen Einfluss drauf habt, wie es in der Politik der Fall ist. Es gibt eine Struktur, nach der der Mensch in der Macht gewählt wird, die Partei in der Macht, jene, die über die anderen verfügen, die große Entscheidungen treffen, die für alles verantwortlich gemacht werden, was strukturell und gesellschaftlich geschieht. Ihr habt einen Einfluss darauf, doch gefühlt keinen Einfluss darauf. Wollt ihr mehr Einfluss haben, so könnt ihr auf der dreidimensionalen Ebene euch mit anderen zusammentun, um den Einfluss zu vergrößern. Ihr könnt Kampagnen starten, um andere zu bilden, zu belehren, ihnen die Möglichkeit zu geben, das zu wählen, was ihr für richtig haltet. Das ist euer Machtausüben in der Dreidimensionalität, in der Struktur, aus der Struktur heraus, in der Begrenzung, aus der Begrenzung heraus. Wir brauchen hier nicht zu erwähnen, und doch tun wir es, dass dies eine Begrenzung ist, die euch nicht entspricht. Ihr wisst, ihr seid die Liebe, das Licht, und diese Frequenz eures Seins, eurer Essenz geht über jede Begrenzung hinaus, über jede Dimensionalität, über jeden noch so großen Beschluss, über jede Politik. Indem ihr euch in den Strukturen verfangt, begrenzt ihr euch auf die Weise, die euch angeboten ist, durch euch selbst, denn ihr habt diese Realität zu eurer gemacht, als eure auserwählt. Ihr begrenzt euch. Jenseits dieser Begrenzung liegt die Macht, vor der ihr Angst habt. Eure Macht, eure unendliche Schaffens-, Schöpfungsmacht. Die Schöpfung bedient sich nicht der Werkzeuge des Menschen. Die Schöpfung bedient sich der Frequenz als ihr eigenes und einziges Werkzeug. Wir wissen, wie sehr offensichtlich die Welt in Bildern zu euch spricht, in Dreidimensionalität, in plastischem, sichtbarem, erfahrbarem. Und somit braucht es nicht viel, um diesem plastischen, sichtbaren, erfahrbarem viel Raum, viel Macht, viel Bedeutung einzuräumen.
sich von diesem plastischen, greifbaren, erfahrbaren einschüchtern zu lassen. Es braucht nicht viel, um in dieser Ebene zu bleiben, um aus dieser Ebene zu versuchen, Wandel für diese Ebene zu bewirken. Würde der Arzt, der eine Operation durchführt, in den Körper hinein und aus dem Körper heraus seine Operation durchführen, so wäre es keine Operation. Es wäre ein Wandel. Würde er es in der gleichen Begrenztheit des Körpers tun, so wäre das Ergebnis das gleiche, was der Körper bereits getan hat. Denn das Bewusstsein des Körpers tut sein Bestes für die Heilung. Auf seine Weise, aus seinem Bewusstsein heraus, aus seinem physisch-körperlichen Bewusstsein heraus, aus seinem System heraus, mit all den Regeln dieses Systems. Der Arzt würde also nicht anders handeln als der Körper, wäre er der Körper. Er würde zu gleichen ähnlichen Schlüssen kommen, auf gleiche ähnliche Weise, gleiche ähnliche Wege wählen und somit genau die gleichen Ergebnisse bewirken, die das System Körper vorsieht. Der Arzt von außen eingreifend kann eine Operation durchführen, der eine grundlegende Veränderung bewirkt für den Körper, für das System, mit dem wiederum das System auf seine natürliche, systemgetreue Weise umgeht. Geht der Arzt, der Chirurg über seine systemgeformte die Realität hinaus, so obliegt ihm ein weiteres Werkzeug, das Werkzeug der Frequenz. Dieses Werkzeug setzt nicht im System an, ist nicht systemgebunden, wirkt nicht seine Macht, seine Kraft auf dieses untergeordnete System aus, rechnet nicht mit den Reaktionen dieses untergeordneten Systems. Das Zurückgreifen auf die höchste Macht, die tiefste Kraft, die Frequenz wandelt im Ursprung, wandelt im Wesen. Wir wissen, dass ihr eine Vorstellung von paradiesischem Sein auf der Erde habt. Diese Vorstellung ist euch anheimgestellt, damit ihr weise wählt. Je liebevoller, je freudvoller, je lichtvoller die Realität, die euch vorschwebt, desto himmelsgleicher eure Erfahrung auf der Erde. Jedoch könnt ihr alles andere nicht zulassen, so begrenzt ihr und kapselt euch doch ab von allem, was ihr seid. Und somit ist euer himmelsgleiches Dasein auf der Erde gesegnet von allen Möglichkeiten, allen Erfahrungen. Euer Anliegen ist es nicht, alles auszugrenzen, was diesem himmlischen Dasein, eurer himmlischen Vorstellung nicht entspricht. Euer Anliegen ist es, in allem, durch alles hindurch, diese
himmlische Ausdrucksweise zu fühlen, diese himmlische Frequenz zu spüren, in allem und durch alles hindurch, die Liebe wahrzunehmen. Konkret gesprochen, dürft ihr beginnen, niemanden mehr als Feind zu sehen, jeden als Ausdruck des Göttlichen zu erkennen und in jedem den guten Willen wahrzunehmen. Jener, der die Politik auf diese Weise betreibt, von der ihr meint, dass sie anderen schadet, dass sie Systeme zerstört, dass sie Menschen zerstört, jene bestehen auch aus reiner Liebe. Auch jene haben sich aus der reinen Liebe geformt, verformt und wieder neu geformt und so viele Formen entdeckt, bis sie nicht mehr erlauben, dass sie Selbstliebe sind. Dieses Erleben und Erlauben ist nicht außerhalb von euch, in dieser Person, diesem Politiker, diesem System. Nein, es ist eine Möglichkeit in dir, in dir, in dir. In dir ganz individuell. Du selbst darfst die Liebe in allem sehen, darfst erkennen, dass das, was sich verformt, wieder verformt und neu verformt und so sehr verformt hat, dass es sich nicht daran erinnert, dass der Ursprung dieser seiner allen Formen die Liebe ist. Du darfst dich daran erinnern und damit daran erinnern, denn du bist diese Form. Du bist diese Liebe in dieser Form. Dein dich daran erinnern erinnert daran. Hier liegt die Kraft der Frequenz. Hier liegt die Freude deines Seins, denn du fühlst dich nicht mehr machtlos, denn du bist oh so weit von machtlos. Du bist in deiner Macht, in deiner Kraft, in deinem Sein. Du bist das Sein. Du bist die Liebe durch alles hindurch. Wenn du dein irdisches Leben als ein Leben verstehst, in dem du möglichst bilderbuchähnliche Zustände kreieren möchtest, so befindest du dich im Sortieren. Die goldenen Perlen versus all die anderen Farben. Du nimmst die goldenen heraus und bewertest die anderen Farben als nutzlos. Erkennst du dich jedoch in jeder Farbe, so kannst du jede Farbe genießen. Du kannst genießen, dass der Mensch dies wählt, das wählt und du selbst in der hineinfokussierten Form dich wählst, immer wieder neu. Dich hier wählst, dich dort wählst, dich in jedem, an jedem Ort wählst, dich dorthin wählst, wo du dich wohlfühlst und dort, wo du bist, wählst, dich wohlzufühlen, da du wählst, dich zu fühlen, die Liebe zu fühlen. Wir sagen also, dass die Königin, der König der Schöpfung nicht im Verhindern, nicht im Kreieren liegt, sondern in der Frequenz, in der du dich befindest. Wir sagen, dass die Krönung der Schöpfung das tiefe Leben der Liebefrequenz in ihrer reinsten Form, in ihrem liebevollsten, lichtvollsten Ausdruck ist. Wir sagen, dass die gekrönte Schöpfung aus deiner Liebefrequenz entsteht. Bist du in der Liebe, weil du liebst, in der Liebe zu sein, so entsteht um dich herum Ausdruck von Liebe in so vielfältiger Form. Ganz gleich, ob in Natur oder Beton, du kannst erkennen, dass alles Liebe ist. Du kannst alles lieben. In allem die Liebe, die Seele fühlen. Du bleibst und bist in der Liebe. Es wandelt sich um dich herum
alles stets und ständig in reinere Liebe, denn du lässt diese Liebe in allem und durch alles zu, lässt auch den Wandel zu, der oftmals erst in eine dichtere Richtung geht, bevor er sich auflöst. Du lässt die Zeitlosigkeit zu, lässt zu, dass das, was Verdichtung fühlbar zu sein scheint, das Komprimieren vor der Auflösung, vor dem Explodieren ist. Du lässt zu, ohne wissen zu müssen. Du lässt zu, ohne Ziel zu haben. Du lässt zu, denn du weißt, die Liebe hat so viele Gesichter. Und dein Anliegen ist es, durch jeden Ausdruck hindurch in deiner Liebe zu sein, in deiner Liebe zu bleiben, die Liebe zu sein, zu wissen, dass deine Frequenz entscheidet über das, wie dein Umfeld gemalt ist, plastisch dargestellt ist, erlebbar, fühlbar, real ist. Die tiefste Ermutigung also, die wir dir und euch mitgeben, für Situationen, die von außen auf euch einprasseln, die euch bedrohen, die euer Leben zu wandeln bedrohen, drohen. Unsere Ermutigung für dich und für euch ist, in eurer Liebe zu bleiben, diese Bedrohung als ein Anliegen, geliebt zu werden, anzunehmen und zu lieben. Das System, das aus Liebe besteht, den Ausdruck aus Beton, das Vorhaben, die politischen Strukturen zu lieben. Wenn es ein Mensch ist, um den ihr wisst, so ist es noch einfacher zu lieben, denn ihr könnt hineinfühlen, dass dieser Mensch aus Liebe besteht. Ihr könnt fühlen, ihn zu lieben, denn ihr wisst, jeder Ausdruck des Seins, jede Form, jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze, jedes Alles. Und wir wiederholen, jeder Mensch, jedes Individuum sehnt sich nach Liebe. Und ihr wisst, wie viele Ausdrucksformen dieses Sehnen hat, auf wie unterschiedliche Weise nach dieser Liebe gesucht wird. Und doch nur ein einziges Sehnen besteht in jedem Sein, und das ist das Erlauben der Liebe. Beginnst du mit diesem Erlauben, so erlaubst du durch alles hindurch. Du liebst nicht, um den Wandel zu deinen Gunsten zu gestalten, du liebst, um zu lieben, in deiner Kraft zu sein. Du liebst, weil sich das Lieben so unendlich gut, so unendlich erfüllend, so unendlich friedvoll anfühlt. Das ist dein Motiv zu lieben, der unmittelbare Moment, der dir dadurch geschenkt ist. Alles andere ist in Form gebrachte Liebe. Je mehr du in der Intensität der Ursprungsfrequenz zu Hause bist, desto mehr sortiert sich um dich herum ein Zuhause, das genau diesem deinem lichtvollen, liebevollen Sein entspricht. Doch du liebst nicht, um es zu sortieren. Du liebst, um zu lieben. Wir wissen, dass ihr in einer Zeit seid, in der es nicht mehr möglich ist, euch selbst von den anderen zu trennen.
Die Erkenntnis des Einsseins hat auf kausaler Ebene stattgefunden. Wir wissen, dass sehr wenige von euch dieses Einssein bereits in jeder Zelle, in jedem Moment, unter allen Umständen fühlen, spüren und in der vollen Realität wahrnehmen. Und doch, auf kausaler Ebene, fühlt ihr euer Einssein. Alles hängt mit allem zusammen, alles ist mit allem verbunden. Daraus, und wir haben dazu bereits gesprochen, entsteht Leid und Freude. Die Freude entsteht, indem ihr darum wisst und alles genießt, indem ihr wisst, dass die Liebe, die ihr seid, in allem seid und ihr damit in allem und durch alles hindurch die Liebe fühlen könnt. Das Leid entsteht, indem ihr gegen euch wirkt, gegen andere wirkt und damit gegen euch selbst wirkt. Euch selbst verletzt, indem ihr andere verletzt. Und aus diesem Kreislauf der Verletzung scheinbar nicht herauskommt. Denn ihr wollt von euch abtrennen und trennt damit nur euch selbst. Freud und Leid. Es braucht so wenig, um hier in der Freude, in der Erfüllung des Daseins oder dort im Leid, in der Trennung allen Seins zu sein. Jeden Moment neu kannst du hier oder dort sein. Und wir wissen, dass du mal dies, mal jenes wählst, um dir deiner Wahlfreiheit bewusst zu bleiben. Alles ist eins. Und somit sind auch die Umstände, die euch kollektiv umgeben, die Jahreszeiten, die politischen Situationen, die universellen Einflüsse, die Frequenzen, das kollektive Bewusstsein, Teil eurer Wahrnehmung, Teil eurer Realität, Teil eurer Unterstützung im irdischen Sein auf Erden. Die Jahreszeiten dienen dazu, im ständigen Wandel, in der Dynamik, in der Flexibilität zu bleiben. Mal mehr nach innen, mal mehr nach außen zu gehen. Mal mehr in der Welt des Schlafens, mal mehr in der Welt des Wachens zu wirken. Alles ist zu eurer Unterstützung. Ihr, da ihr in einem Breitengrad seid, in dem es Jahreszeiten gibt, habt gewählt, durch das Außen in eurer Abwechslungsreichheit unterstützt zu sein. Denn ihr könnt nicht Tag aus, Tag ein genau die gleiche Kleidung tragen und doch warm und gesund sein. Ihr könnt nicht Tag aus, Tag ein die gleiche Beleuchtung in eurem Zuhause anschalten und immer mit genug Licht sein. Ihr könnt nicht Tag aus, Tag ein die gleiche Anzahl von Stunden schlafen und doch völlig energetisiert und genährt sein. Wir sagen dies nicht, um euch einzuschränken, wir sagen dies, um euch mehr in euer Einssein hinein einzuladen. Die Wertung, dass das Wachsein besser sei als das Schlafen, ist ebenso kollektiv eingeimpft wie die Wertung, dass das Arbeiten besser sei als das Nichtstun. Es gibt viele Wertungen,
Und erst das Auflösen dieser Wertungen befreit euch und lässt euch jenseits gehen von allem, was möglich ist. Lässt euch wirklich frei wählen. Solange ihr wählt nach dem, was gesellschaftlich vorgegeben ist, als ehrenwert und ehrenhaft, bleibt ihr in der Begrenzung der Wertung. Geht ihr jedoch darüber hinaus, erlaubt ihr euch, im Wintermeer zu schlafen, die Dunkelheit als Einladung zu nehmen, mehr nach innen zu gehen und aus euch selbst das Licht herausbrechen zu lassen. Nehmt ihr die Sonne und den Sommer, das Licht und die Wärme, die von außen kommen, als Einladung, euch mit dem Außen auszutauschen, mehr im Außen zu sein und doch gut auf euer Inneres zu achten. So erlaubt ihr euch in den Kontext hinein, der euch gegeben ist. Aus unserer Perspektive löst ihr euch aus dem kollektiv-bewusstseinsgesellschaftlichen Kontext heraus in den naturgegebenen universellen Kontext hinein, um euch dann aus dem naturgegebenen universellen Kontext heraus zu transzendieren. Dieser Kontext bleibt, doch ihr begrenzt euch nicht. Bedeutet, wenn ihr alles als Unterstützung für euch annehmt, anerkennt, wisst, dass die Dichte der Energien dazu führt, dass ihr euren Fokus verdichtet, dorthin, wo er gebraucht wird. Dass ihr aus dieser Verdichtung heraus den Drang nach Befreiung fühlt und euch befreit aus der Verdichtung heraus. Wenn ihr dies erlebt, erkennt und erlaubt, die Unterstützung der Verdichtung, die Unterstützung der Befreiung, wie sie beispielsweise der Frühling bringt, mit seinem neuen Licht, dem Erwachen der Natur, wenn ihr all diese Unterstützer erlaubt, im Zusammenziehen und schließlich nach innen schauen, weil es im Außen nicht so viel zu erleben gibt, im Zusammenziehen durch Ereignisse, die euch ereilen und schließlich das euch herausbefreien aus dem Zusammengezogensein, das Öffnen und das euch mitöffnen, das Extrovertierte und das euch aus diesem Trubel heraus ins Innen hineinsehnen, weil ihr des Überschwangs genug habt. Wenn ihr all das als Helfer und Unterstützung für euch seht, so braucht ihr nicht zu fühlen, dass die gleiche Form für jede eurer Formen, will sagen, für jeden Menschen das Gleiche bewirkt. Ihr mögt kollektiv wahrnehmen, dass die Energie verdichtet ist, ihr euch gebeutelt fühlt. Und doch, ihr mögt auch wahrnehmen, dass ihr diese Verdichtung als Einladung in die Entgrenzung, in die Entdichtung nehmen könnt und für euch individuell anders erleben als kollektiv gegeben. Wir sagen also, nimm jedes Geschenk an, in seiner Form, in seiner Verpackung, als Liebe. Erkennst du die Liebe in dem Geschenk nicht, so ist es nicht das, was dich weiterbringt und deinem Bewusstsein entspricht. Erkennst du die Liebe in jedem Geschenk, so brauchst du es nicht zu werten und kannst es doch ganz und gar genießen.
Das Einatmen, das Ausatmen, die Verdichtung der Energie, die Entdichtung der Energie. Alles erlaubt euch zu fühlen, was ihr seid, jenseits von Verdichtung und Entdichtung, das Liebe sein, die Frequenz der reinen Essenz. Der Ausblick, den wir euch geben können, ist, je dichter das, was euch umgibt, je dichter die Energie, die ihr wahrnehmen könnt, als global, als universell gegeben, je dichter, desto befreiender die Tiefe eurer Stille, eurer Meditation, eurer Transzendenz. Je dichter euer Außen, die Umstände, das Zusammenziehen der Realität, desto deutlicher der Wandel in deiner Erkenntnis von dem, was du wirklich bist. Nimm also jede Dichte an als eine wundervolle Fahrt der Achterbahn, bei der du dich so freust, zu erleben, was du erlebst und doch weißt, du bist froh, dass dies ein Spiel ist und du fühlen kannst, wie dieses Erleben dir zwar Kitzeln im Bauch bereitet, jedoch keine Gefahr für dich darstellt. Du kannst Freude haben bei etwas, das gefährlich wäre, würde es nicht in dieser Spielform dir gegeben sein, in dieser Achterbahnform. Du kannst Freude haben an einem schrecklichen Erlebnis. Dafür wurde dir diese Achterbahnerfahrung gegeben. Du kannst Freude haben in einem lebensbedrohlichen Erlebnis, denn du weißt, es ist nicht lebensbedrohlich. Du löst auf, was du als bedrohlich empfunden hast, bedrohlich fühlst, denn du weißt, lebensbedrohlich gibt es nicht. Denn das, was dein Leben ist die Existenz dessen, was du bist, die reine Liebe, das reine Licht, die Essenz, die alles ist. Erkennst du dich als das Leben jenseits des Lebens, innerhalb des Lebens, so gibt es kein lebensbedrohlich. Und diese Auflösung der Bedrohlichkeit ist besonders dann fühlbar, wenn dichte Bedrohlichkeit dein Leben überschattet. Gehst du aus dem Schatten heraus, zoomst du aus dem Schatten heraus, nimmst du diesen Lupenblick weg und erkennst dich in deinem gesamten Sein, so ist die Befreiung umso größer, die Erfüllung umso tiefer, so bist du umso mehr in deinem Vollkommenheitssein, der Erkenntnis von dem, was du wirklich bist. Nicht nur im Wahrnehmen des Schattens, der dir die Erfahrung gibt, die du doch liebst, weil es so schön im Bauch kribbelt. Nein, in der Erfahrung immer und stets ein unbegrenztes, ewiges, unendliches Sein.
Wir lieben dich, wir lieben euch, wir lieben. Denn das ist, was alles ist, die Liebe durch alles hindurch. Du bist eins mit allem, was ist. Du bist die Liebe, die aus allem spricht. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.